Hallo, ihr kennt sicher das Experiment, dass man Mentos-Bonbons in eine Flasche Cola hineintut und dann gibt es eine riesen Schaumfontäne. Und das könnte man doch verwenden, um damit eine Rakete zu bauen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man ausrechnen kann, wie schnell eine solche Rakete fahren könnte. Dazu brauchen wir nur ein wenig Mathe, Physik und Chemie. Achtung, es geht los. Zunächst erkläre ich, warum es überhaupt schäumt. Wenn wir ganz normales Wasser oder normale Cola haben, dann kann man darin höchstens 2 Gramm Kohlensäure, also CO2 eigentlich, pro Liter auflösen. Mehr passt nicht hinein, dann ist die Lösung gesättigt. Bei Cola Light hat es allerdings Coca-Cola geschafft, noch mehr CO2 hineinzupressen. Indem man Druck ausübt, kann man bis zu 7,5 Gramm CO2 in einem Liter Flüssigkeit auflösen. Das nennt man dann eine übersättigte Lösung. Wenn man dann auf diese übersättigte Lösung einen Deckel drauf macht bei niedriger Temperatur, dann bleibt diese übersättigte Lösung auch erhalten. Aber die ist instabil wie ein Kartenhaus. Wenn man hier ganz vorsichtig aufmacht und wieder zumacht, dann passiert nichts. Aber wenn wir die Temperatur erhöhen oder wenn wir zu schnell aufmachen oder etwas hineinwerfen, dann entstehen an diesem Fremdkörper hier Gasbläschen und wie eine Lawine steigt dann plötzlich alles nach oben und dieses ganze Kartenhaus dieser übersättigten Lösung bricht zusammen. Unsere Mentos-Bonbons, die haben nun eine besonders raue Oberfläche, sieht man nur in einem Mikroskop, aber ist so, sodass sich an dieser rauen Oberfläche besonders leicht Bläschen bilden und ein Bläschen wächst, wird immer größer, zieht das nächste an und so kommt diese ganze Lawine dann in Gang. Dieses Aufschäumen ist also keine chemische Reaktion, sondern es ist ein ganz einfacher physikalischer Vorgang. Kommen wir nun zum Versuchsaufbau für unsere Rakete. Wir brauchen eine große Flasche Cola Light, am besten 2 Liter. Dann brauchen wir ein Holzauto als Fahrzeug, auf dem wir diese Flasche montieren. Sagen wir, das Leergewicht dieses Fahrzeugs und der leeren Colaflasche sei ungefähr 200 Gramm. Dann brauchen wir noch eine halbe Rolle Mentos, das wären ungefähr 20 Gramm. Mit diesen Angaben können wir unsere Rakete ausrechnen. Zunächst berechnen wir, wie viel Schaum dabei überhaupt entsteht. Wir wissen, in dem Cola Light sind pro Liter 7,5 Gramm CO2 gelöst. Also haben wir in unserer Flasche mit 2 Litern 15 Gramm Kohlendioxid. Dann rechne ich daraus eine Molmasse von CO2 aus. Wir schauen mal im Periodensystem nach. Kohlenstoff hat eine Molmasse von 12, Sauerstoff von 16, also haben wir für CO2 insgesamt 44 Gramm pro Mol. 1 Mol Kohlendioxid wiegt also 44 Gramm. Das heißt, dass wir mit 15 Gramm, wie viel Mol in der Flasche haben? Dreisatz, 0,27 Mol CO2. Oh, warum habe ich hier überhaupt eine Stoffmenge ausgerechnet? Ja, es gibt nämlich eine universelle Gaskonstante, die besagt, 1 Mol von irgendeinem Gas, ganz egal welches, hat unter Normalbedingungen immer ein Volumen von 24 Liter. Also unter normalem Druck und normaler Temperatur hat jedes Gas ein Volumen von 24 Liter. Das heißt, dass unsere 0,27 Mol Kohlendioxid ein Volumen von 6,5 Litern haben. Das ist also das Volumen, wenn sich das CO2 vollständig aus der Cola herausgelöst hat in Form von Bläschen. Mit unseren 2 Litern Cola zusammen ergibt es ein Gesamtvolumen von 8,5 Litern Schaum ist das dann. Das klingt schon mal nach einer ganzen Menge. Jetzt wollen wir überlegen, wie schnell strömt dieser Schaum aus der Flasche heraus. Okay. Wir nehmen mal an, dass sich der Schaum in einem Strahl nach oben bewegt und diese Strecke, die sich der Schaum fortbewegt hat, in einer Sekunde nenne ich Delta S. Das sei unsere Strecke. Der Durchmesser von der Öffnung der Flasche sei d, das sind im Allgemeinen 2 cm. Damit kann ich die Querschnittsfläche unseres Strahls ausrechnen. Da es sich hierbei um eine Kreisfläche im Querschnitt handelt, können wir mit der Kreisformel arbeiten. Und wir bekommen einen Querschnitt von 3,14 Quadratzentimeter des Strahls.
Daraus kann ich mir jetzt das Volumen dieses Strahls ausrechnen. Das ist einfach die Querschnittsfläche multipliziert mit der Höhe. Das gibt das Volumen. Und da ich ja auf eine Geschwindigkeit des Strahls kommen möchte, teile ich jetzt diese Gleichung durch die Zeit. Warum? Dann wird nämlich aus meiner Strecke S durch t gibt eine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit v. Nun löse ich diese Gleichung nach v auf. Wir sagen mal Delta t, das ist die Zeit, die unser Experiment dauert. Das seien 3 Sekunden. Dann bekomme ich die folgende Formel. Die Strahlgeschwindigkeit ist das Volumen geteilt durch die Querschnittsfläche der Öffnung und die Zeit des Experiments. Dann kommen wir aus unseren 8,5 Litern Schaum auf eine Strömungsgeschwindigkeit von 9 Metern pro Sekunde, mit denen hier der Schaum nach oben schießt. Mit dieser Austrittsgeschwindigkeit können wir uns schon ausrechnen, wie hoch diese Fontäne wird. Dazu brauchen wir einfach den Energieerhaltungssatz. Ekin, die kinetische Energie beim Austritt des Schaums aus der Öffnung, muss gleich sein der potenziellen Energie am höchsten Punkt, also an der Spitze unserer Fontäne. Ihr kennt die Formeln dafür. Kinetische Energie ist ein halb mv². Das hier ist die Strömungsgeschwindigkeit. Die potenzielle Energie ist m mal g mal h. Das ist hier der höchste Punkt unseres Strahls. Die Masse kürzt sich glücklicherweise auf beiden Seiten der Gleichung heraus. Und ich kann diese Gleichung einfach nach der gesuchten Höhe h auflösen. Ist dann v² durch 2g. Für v setzen wir unsere Strahlgeschwindigkeit von 9 Metern pro Sekunde ein und zweimal die Erdbeschleunigung ergibt dann eine Höhe von ungefähr 4 Meter. Wir können also unter besten Bedingungen einen 4 Meter hohen Strahl erwarten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie diese Austrittsöffnung hier gestaltet ist. Wenn man die enger macht, dann ergibt sich eine etwas höhere Geschwindigkeit. Dabei muss man aber bedenken, dass die Cola dann auch etwas länger braucht, um vollständig auszutreten. Also dieser 4 Meter hier, das ist der Optimalfall. Und nun kommen wir zu unserer eigentlichen Frage, wie schnell kann denn unsere Rakete werden? Dafür brauchen wir jetzt den Impulserhaltungssatz. Nämlich, der besagt, dass der Impuls der ausgestoßenen Materie nach der rechten Seite, also des Schaums, genauso groß sein muss, nur mit umgekehrten Vorzeichen, dem Impuls auf unser leeres Fahrzeug. Und beide Impulse können wir ausrechnen. Der vom Schaum ist nämlich einfach die Masse des Schaums, multipliziert mit der Geschwindigkeit des Schaums, das haben wir gerade getan, muss gleich sein der Masse des leeren Fahrzeugs, multipliziert mit der Geschwindigkeit des leeren Fahrzeugs. Das können wir dann nach v vom leeren Fahrzeug auflösen, bekommen diese Gleichung. Da gibt es allerdings ein kleines Problem, und zwar, so einfach ist das nicht mit dem Impulserhaltungssatz. Wir sind hier davon ausgegangen, dass wir nämlich den Schaum in einem Rutsch sofort nach rechts ausgestoßen haben und das leere Fahrzeug sofort nach links weggeht. Aber die Realität ist leider ein bisschen anders. Es ist ja so, dass zunächst ein Teil des Schaums ausgestoßen wird und der in der Flasche verbliebene Teil, der wird noch mit dem Fahrzeug nach links beschleunigt, bekommt also noch einen Teil des Impulses mit. Das musste man eigentlich noch berücksichtigen. In diesem Fall wird aus unserer einfachen Impulsgleichung dann die sogenannte Raketengleichung. Diese wird tatsächlich auch in der Raumfahrt so benutzt, denn bei einer echten Weltraumrakete haben wir ja auch die Situation, dass ein Teil des Treibstoffs mit der Rakete zunächst mitfliegt, also ein Teil des Impulses mitbekommt. So, unsere Raketengleichung lautet, die Geschwindigkeit des leeren Fahrzeugs ist gleich die Strahlgeschwindigkeit, Vs, mal dem natürlichen Logarithmus von der leeren Fahrzeugmasse geteilt durch die Masse des vollen Fahrzeugs. Und diese Werte kennen wir inzwischen. Das leere Fahrzeug, haben wir gesagt, soll 200 Gramm wiegen. Das volle Fahrzeug setzt sich zusammen aus den 2 Litern Cola plus den 200 Gramm des Fahrzeugs plus den 20 Gramm unserer Mentos-Bonbons, die sich ja jetzt auch zunächst in der Flasche befinden. Multipliziert mit der Strahlgeschwindigkeit
kommen wir auf insgesamt 21,6 Meter pro Sekunde oder mal 3,6 ergibt 78 Stundenkilometer. Das ist eine ganze Menge. Ja, wie dieses Experiment tatsächlich aussieht, könnt ihr euch in diesem Video hier unten in der Linkliste mal anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, aber denkt daran, es ist nicht ganz ungefährlich. Zielt damit nicht auf Personen oder auf Tiere und denkt dran, es handelt sich um Lebensmittel, also bitte nicht allzu verschwenderisch damit sein, gell? Alles klar, denkt daran. Tschüss, bis zum nächsten Mal.